Ja, Winterpause vorbei. Granit dir erstmal ein frohes neues Jahr und willkommen zurück in Leverkusen. Für dich war es jetzt eine sehr besondere Winterpause, nämlich die erste seit 7 Jahren, wo keine Spiele stattgefunden haben. Wie hast du die Zeit genossen und wie hast du die Pause verbracht? Ja, man hat sich natürlich brutal gefreut, nach 7 Jahren erstmal wieder im Winter Pause zu haben. Am Anfang, nach 2, 3 Tagen, wollte ich wieder auf den Platz gehen. Weil man natürlich noch gewohnt ist, im Winter zu spielen. Ich war selber auch in London nochmal beim Ex-Club und die Jungs besuchen. Und da sieht man natürlich, wie die im Rhythmus sind und dieser Adrenalin. Aber war eine schöne Zeit mit der Family auf jeden Fall. Und ja, happy, wieder zurück zu sein. Und auch nochmal so richtig Winterurlaub genossen mit Schnee und Spaß, oder? Auch, ja. Ich liebe im Winter Schnee. Deswegen haben wir auch was in Österreich gemacht mit meiner Familie. Waren auch zu Besuch in Basel bei meinen Eltern, bei meinem Bruder und war eine schöne Zeit. Schön. Jetzt bist du ja einer der erfahreneren Spieler aus der Mannschaft. Du warst in vielen Vereinen, in unterschiedlichen Ligen, in unterschiedlichen Ländern. Hast also schon viel erlebt in deiner Fußballerkarriere. Hat man trotz den vielen Erlebnissen und dieser Erfahrung trotzdem noch Wünsche oder Vorsätze fürs neue Jahr? Ja, man hat immer Wünsche. Klar, Gesundheit ist natürlich das Allerwichtigste. Aber vielleicht auch persönliche Wünsche, was privat anbelangt, aber auch sportlich für mich zum Beispiel. Wir haben sicher eine super Vorrunde gespielt. Aber wie gesagt, es ist nur eine Vorrunde, leider. Und wollen natürlich auch die Rückrunde so weitermachen, wie wir aufgehört haben. Das ist ja sportlich das Ziel. Und privat, ja, gesund zu bleiben, eine gute Harmonie, Respekt mit allen Leuten, Familie etc. Und ich glaube, so sind so kurzfristige Ziele. Das letzte Jahr hat sehr besonders gemacht, dass du zurück nach Deutschland gekommen bist. Wie ist es für dich, wieder in der Bundesliga zu spielen und wie fällt dein Zwischenfazit jetzt nach den ersten Monaten in Leverkusen aus? Ja, klar, man macht sich natürlich viele Gedanken, bevor man überhaupt irgendwo hinwechselt. Das war bei mir genau gleich, auch wenn ich natürlich schon Deutschland kannte vorher von meinem Ex-Verein. Aber ich bin überglücklich, dass ich diesen Schritt auch hingemacht habe. Super Leute, super Verein und wo auch sehr gut gearbeitet wird. Und natürlich der Erfolg macht es natürlich ein bisschen einfacher. Und ja, war ein perfekter Schritt für mich, für unsere Familie natürlich auch, hier hinzukommen. Und ich kannte natürlich auch die Gegend, was das anbelangt. Und das macht natürlich auch einem viel einfacher. Klar. Jetzt mit Blick auf die kommenden Wochen bis zum Frühjahr. Ich glaube, uns erwartet alle eine sehr spannende Zeit. Was kommt da auf die Werkself zu? Ja, es wird nicht einfacher. Klar, viele haben gesehen, wie wir jetzt die Vorrunde gespielt haben, wie dominant, meine Meinung auch. Und wir dürfen nicht denken, dass jetzt alles von alleine läuft, sondern ich habe das Gefühl, dass eigentlich alle Spieler fit, gesund zurückgekommen sind, auch vom Fitnesslevel her. Und ja, das zeigt natürlich auch diese Mannschaft aus, dass der Hunger und diese Wille natürlich auch da ist, weiter da zu machen, wo wir aufgehört haben. Und eine Saison ist ein Marathonlauf. Kann natürlich vieles passieren, dass wir jetzt erwarten, dass wir jetzt die nächsten 20 Spiele mit international, mit Pokal hoffentlich auch gewinnen. Wäre das, glaube ich, zu viel erwartet. Aber wir wollen natürlich alles geben, dass wir am Schluss da stehen, wo wir auch heute stehen. Und dafür werden wir alles tun. Du hast jetzt schon die kommenden Spiele in der nächsten Zeit angesprochen. Durch den Afrika-Cup werden da jetzt einige Spieler in der Aufstellung fehlen. Wir haben jetzt allerdings aber auch im Spiel gegen Bochum gesehen, dass auch in anderer Aufstellung man erfolgreich spielen kann. Wie ist es für die Mannschaft, auch genau das zu spüren? Wie gesagt, eine Saison ist so lange, dass man wirklich jeden Spieler braucht. Klar, es ist natürlich schade, dass jetzt wir eigentlich 4 sehr wichtige Spieler verlieren in einer kurzen Zeit. Aber auch die Spieler, die vorher schon gespielt haben, ob das jetzt in Bremen auswärts, Bochum ist zu Hause, haben ihre Arbeit gemacht. Und jeder hat seine Qualitäten, gute wie weniger gute. Und dafür sind wir eine Mannschaft. Und wir wissen genau, was wir voneinander haben. Und haben das die letzten Wochen, Monaten, Tagen auch bewiesen. Und mit dir im Mittelfeld, da bleibst du ja erhalten. Und du bist auch als Mittelfeldstratege quasi nicht mehr wegzudenken und hast eine super beeindruckende Statistik, wie zum Beispiel, dass du der Spieler mit den meisten Pässen ins letzte Drittel bist. Wie siehst du selber deine Rolle und deine Funktion für die Mannschaft? Ja, Statistik, ich bin nicht ein großer Fan von Statistik, wenn ich ehrlich bin, aber Statistik spricht für einen. Man sieht, wie wohl ich mich auch fühle hier mit den Mitspielern,
mit dem Club, mit den Leuten, die auch für den Club arbeiten. Für mich war das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch warum ich auch diesen Schritt gemacht habe, dieses Gefühl zu haben, man wird gebraucht, man sucht einem auch. Und ich probiere natürlich mit meiner Erfahrung, die ich jetzt im Ausland auch geholt habe, auch der Mannschaft auch was zurückzugeben. Und dass es so gut geklappt hat, ist nicht normal für mich, weil man, glaube ich, auch ein bisschen Zeit braucht, um Mitspieler auch kennenzulernen. Aber war wirklich eine super Zeit in den ersten 6 Monaten und hoffentlich kommen auch bessere Zeiten noch. Auf jeden Fall. Und wie siehst du deine Rolle so auf dem Platz während eines Spiels? Ja, im Mittelfeld ist immer das Herz der Mannschaft, sage ich schon mal so. Man wird viel gesucht, man muss viel kommunizieren, man hat so viele Mitspieler um sich, Gegenspieler auch. Und mit Palla, aber auch mit Rob, wo wir zusammen gespielt haben, klappt das sehr gut. Ich glaube, wir wissen wirklich, was wir voneinander haben, welche Stärken, welche Schwächen auch alle drei haben. Und dass es so gut läuft, sind, glaube ich, alle drei sehr glücklich. Und wir müssen jetzt nur noch weitermachen. Du hast jetzt schon das Stichwort Kommunikation genannt. Inwiefern kommunizierst du denn mit dem Trainer Xabi Alonso und inwiefern lässt Xabi seine Taktik über dich auf dem Platz kommunizieren? Ja, wir haben von Anfang an ein offenes Gespräch gehabt, sehr offen, sehr direkt auch. Und er ist ein Trainer, der natürlich nicht jetzt die größte Erfahrung hat, sondern eigentlich seine erste richtig große Station ist. Ich hatte in meiner Karriere schon andere Trainer auch, aber er auch. Und ich glaube, die Kommunikation zwischen uns zwei ist sehr gut. Man spricht von vielen Kleinigkeiten, die enorm wichtig sind. Ich als Spieler auf dem Platz, aber auch er als Trainer von außen. Und ich finde das immer schön, wenn vor allem auch ein Trainer offen ist für andere Meinungen von Spielern. Weil wir natürlich die Spieler das Gefühl haben, auf dem Platz sowieso anders ist als von außen. Ich meine, wenn es einer kennt, dann ist es er auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, unsere Kommunikation ist sehr offen, sehr direkt und auch sehr präzise. Hat er irgendwelche besonderen Eigenschaften oder Züge, wo du sagen würdest, er hebt sich dadurch schon sehr von deinen vergangenen Trainern ab? Ja, er möchte lernen. Destotrotz, wo er heute ist, aber auch als Spieler war, möchte er lernen. Er versucht auch Tipps zu holen von uns Spielern, wie wir natürlich auch von ihm, wo wir eigentlich tagtäglich was lernen können. Und wie gesagt, es macht einfach mehr Spaß, wenn du wirklich einen da außen hast, der offenes Ohr hat. Beidseitig, auf dem Platz, neben dem Platz. Und das zeichnet ihn auch komplett aus. Mhm. Du bist selber auch dabei, gerade deinen Trainerschein zu machen. Inwiefern würdest du sagen, beeinflusst das dein eigenes Spiel? Sehr. Ich glaube, ich bin als Spieler schon ein Typ, der gerne mit dem Ball spielt. Aber auch als Trainer in der Zukunft sicher eine Mannschaft, die Fußball spielen möchte. Klar, es ist nicht nur alles mit dem Ball, sondern auch ohne Ball. Heißt ja nicht, dass wenn du den Ball hast, dass du weniger läufst oder weniger Bewegung hast, sondern vielleicht sogar mehr als ohne Ball. Und ich hatte schon jetzt mit Mikel Arteta vorher, aber auch mit Xabi Alonso jetzt, aber auch meinen ehemaligen Trainern, immer Trainer dabei, die eigentlich Fußball spielen wollten, taktisch sehr, sehr, sehr gut waren. Und ich kann, glaube ich, von jedem Trainer ein bisschen von dem Puzzle nehmen. Und aber ich denke eigentlich nicht so weit, wenn ich ehrlich bin. Ich mache meinen Schein jetzt wirklich, weil es mir Spaß macht. Aber was in Zukunft kommt, weiß ich noch nicht. Mhm. Granit, man spürt jetzt diese Saison von den Fans besonders eine große Spannung, eine besondere Energie und auch eine gewisse Hoffnung. Wie schätzt man das als Spieler selber ein, diese Leistung und diese Erfolgsserie weiter über die nächsten Wochen halten zu können? Ja, wenn man so eine Vorrunde spielt, steigen natürlich viele Sachen. Auch die Erwartungen von außen, aber auch von uns selber. Klar, wir bleiben mit beiden Beinen im Boden, weil wir wirklich wissen, dass wir noch mal mehr machen müssen als die Vorrunde. Und dafür werden wir auch alles dafür tun, tagtägliche Arbeit. Aber von außen, ja, es ist natürlich von außen schwer, die Leute ein bisschen runterzuziehen oder beeinflussen, dass man da wirklich im Boden bleibt. Aber gehört dazu, lass die Leute von außen träumen, wie wir natürlich auch träumen. Aber gewonnen ist noch nichts. Und wenn es soweit ist, dass wenn wir was gewinnen, dann werden wir auf jeden Fall zusammen feiern. Das hoffen wir doch auch. Jetzt steht noch dein erstes Tor für die Werkself steht noch aus. Kitzelt es dich dann auch so ein bisschen im Schuh von Spiel zu Spiel, dass du denkst,
jetzt will ich auch mal netzen, oder siehst du das gar nicht so richtig als deine Rolle hier? Was heißt nicht meine Rolle? Ich glaube, jedes Tor tut der Mannschaft gut, sich selber natürlich auch. Ich habe vorhin wieder einen Spruch bekommen vom Co-Trainer, dass ich jetzt endlich mal treffen muss. Und ich komme immer näher. Mein Pfostenschuss gegen Stuttgart war schon sehr, sehr nah. Und das ist ein Zeichen für mich, dass ich jetzt Schritt für Schritt auch vorm Tor auch das Tor erzielen kann oder muss jetzt demnächst. Aber ich mache mir da keinen Druck. Ich meine, wir haben Gott sei Dank genug offensive Spieler, die jetzt den Unterschied auch machen können da vorne. Und, aber ich würde mich natürlich auch freuen für mein erstes Tor. Ich denke, wir sind auch alle sehr optimistisch, dass das noch was werden kann. Bis auf dein kommendes Tor, worauf freust du dich denn noch so im kommenden Jahr am meisten, wenn du jetzt auf 2024 blickst? Ja, kurzfristig sicher auf die Rückrunde. Ich bin echt gespannt, was für eine Rückrunde wir spielen werden. Vor allem jetzt die ersten paar Spiele. Der Start wird natürlich komplett wichtig sein. Und danach mal schauen, was im Sommer auch passiert. Natürlich kommt jetzt die Europameisterschaft noch dazu, wo es sicher auch speziell ist, hier in Deutschland mit der Schweiz zu spielen. Deutschland in der Gruppe noch spezieller. Und ja, das sind so kurzfristig meine Ziele. Ich bin sowieso nicht einer, der jetzt allzu weit denkt, sondern immer so kurzfristig. Und wenn ich jetzt die nächsten 6 Monate was sagen kann, erwähnen darf, dann wären das sicher die Ziele. Sehr schön, dann sind wir mal auf alles gespannt, was kommt. Wir freuen uns drauf. Granit, danke dir, dass du mit uns hier die Zeit genommen hast. Dankeschön. Und wir wünschen dir noch weiter einen guten Start ins neue Jahr und auf eine erfolgreiche Rückrunde. Vielen Dank. Dankeschön.